What the fuck? Scheiße, das habe ich auch noch nie gesehen. Bros, a very long overdue video for you. Here we'll take a look at the Naja, was ist denn das hier? Ist das hier eine Mausefalle, die er mit hat, oder was? gear I carry with me when I venture out into the wild. I'm going to throw in 3 different categories of gear, one being my pocket survival kit, the second being my day pack or minimal survival. Ah, okay, das sind mehrere Sachen. Okay, also hier ist das Pocket Kit. Das ist einfach so eine Lock-and-Lock-Dose. Und das hier ist das Day Kit, oder was? Diese Stangen oder alles? Survival kit, and the third being the extended travel kit, or I guess what you could call the. Ah, nein, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich es. Und zwar, schaut mal hier. Der Bereich, dann der Bereich wird das Day Kit sein und der komplette Bereich mit hier hinten ist das Extended Kit. Okay. Survival kit, or bug out bag, whatever you want to call it. So make a cup of tea, fellas. I'm going to waffle on for quite a bit to give you an insight into the how and why of my gear. Now onto the day pack, or what you could call the minimal survival kit. These articles of gear are what I consider to be the essentials for the type of craft that I do out in the woodlands. So let's talk about the knife first. It's a Becca BK7, and the reason I chose this knife in particular is 1, I need to compensate for having a small dick, and number 2 is that the majority of my knife work involves battening wood or batten chopping trees. So I need a thick, durable, no-frills knife that can handle the freak. Ja, ist halt quasi wie eine Art Axtersatz, ne? Also wenn du halt nur ein Messer bei hast und jetzt keine Axt oder Säge oder sowas, dann ist so ein fettes Messer halt schon irgendwie ganz geil. Frequency of regular strenuous use. It's a pretty beastie blade. It goes through hardwood logs like butter. So yeah, my fire steel or ferrocium rod of choice is the Bear Grylls fire steel. Ah, das ist vorne mit drin. In der Hülle. Das ist ganz cool. As you can see, it's been pretty chewed up over the years, but it's never failed on me. In the watertight compartment at the base of the fire steel, I just have a little bit of cotton wool as tinder and a button compass. I always forget it's there, but it's really handy to have some emergency tinder and a spare compass. Good fire steel. Recht groß, das Ding, ne? Though, I would personally recommend it. Also inside the sheath pocket is a Smith's pocket sharpener. It's a pretty nifty little gadget for in-field sharpening. It won't give you that razor edge of your dreams, but it will make your knife sharp enough to make feather sticks and stuff of that nature. A diamond rod, a carbide sharpener, a ceramic sharpener. Habe ich zum Beispiel eigentlich nie dabei. Also ich habe zwar welche so zum Schärfen, das mache ich aber eigentlich alles nur zu Hause, aber quasi, dass ich wirklich draußen schärfe, kommt eher selten vor. Außer ich nehme es mir jetzt extra vor und sage, komm, ich mache das draußen. Pretty good in my opinion. Makes it sharp enough for smashing into wood. GG, well played. There's not much to say about the Canteen. It's very no frills. It's just an ordinary £5 stainless steel water bottle from the range. It does include a matching cup that I seem to have left at home on this particular day, so I'll add a clip of it later. Okay, dann macht er das Ding. Funny thing is though, is you would think this cup and this canteen came as a matching set. The stainless steel cup is actually a toothbrush holder that I bought from Asda, which just so happened to be the absolute perfect fit for my canteen. A stroke of luck right there. Pushed out of the frame is my char cloth tin. I use char cloth and char wood a lot in my fire making business and consider it. Krass, aber nutze ich gar nicht. Ne, also irgendwie Charcoal oder sowas nutze ich wirklich gar nicht. Also Feuerstahl, Birkenrinde, so, das ist irgendwie... Be one of the best renewable tinder sources out there. I love that shit. Now right here is an eco straw, which is just a fancy name for an ordinary stainless steel drinking straw. The reason I pack this is because I'm an impatient little sod. I don't like having to wait around for my canteen cup to cool down. I also don't like burning my lips on the hot rim. Ja, er hat jetzt ernsthaft einen Strohhalm mit, damit er sich die Lippen nicht verbrennt? Sorry, that's what she said. So I use this straw to drink whatever liquid I've just boiled, without having to wait for it to cool down. 4 ordinary... warte ich halt mal 5 Minuten, bis es trocken ist, sag ich schon, bis es kühl ist. Inconspicuous Oder gieß halt immer nur ein bisschen in den Becher ein oder so. Pegs. But I use this as a canteen holder for boiling things over the fire, sticking them in... Ja, das ist ganz cool, aber da kannst du halt auch zwischen... frische Zweige oder the ground in a square pattern makes a pretty nifty little stove, if you will. And I combine this with a 15 by 15 centimeter piece of wire mesh. And this acts not only as a grill for cooking, but a safer, more stable way to place my cookware over the fire. You'll often see me walking along with a long sheath dangling from the straps of my... Ja, auch das Gitter ist wieder so ein Ding, wo ich sage, braucht man nicht unbedingt. Man kann es auch irgendwie in die Glut stellen oder nehmen oder sich was basteln oder einen Potthänger basteln oder so. Was ich ganz krass finde, er hat jetzt da nicht irgendwie was Sägemäßiges mit, ne? Also, dass er irgendwie Holz sägen kann. Obwohl er ja gerade bei diesem einen Clip gezeigt hat, wie er das gesägte Holz spaltet. Aber vielleicht kommt's auch. This is what I use to collect and carry gatherable materials. In here right now we've got some birch polypore, which is an edible fungi.
some spruce needles, a cramp ball, which is a tinder for fire starting, some pine needles, more cramp balls, and right down at the bottom we have some birch bark. I carry it in its own case because I hate rummaging through my bag and putting my fingers through a load of Wenn ich halt unterwegs bin, dann nehme ich mir ein bisschen Birkenrind irgendwo mit und packe mir das in die Seitentasche von der Hose. crumbs and dirt and mouldy shit, so yeah. I also carry a small emergency shelter which I can't set up right now because I'm using the tarp as a platform to rest my gear on, but it's just a simple paracord hammock wrapped in the tarp, quick and easy, like my sexual performance. Oh, and I almost forgot, I carry a cotton bandana to use as my primary method of filtering the dirt and debris out of water. It serves as a washcloth and can be made into charcloth if the need arises. So, having versatility in mind is the name of my game. And the pocket kit we spoke about earlier is also included in the day pack. Like I said, there's a lot of crossover between the three sections of gear that I'll cover today. But before we cover that, let's quickly go over the larger shelter system that I use. The tent of which is called the Gillette Solo tent. The base layer of my installation is a 4-season sleeping bag, on top of which is a 5mm thick blanket with a foil reflective foam pad on top of that. Hä, was? Er hat den Schlafsack und in dem Schlafsack jetzt noch eine Decke und da eine Isomatte drauf? When it's all folded up and I'm cocooned snugly inside of it, I tell you bros, snug as a goddamn bug. I often sleep pretty much naked inside this shelter setup because Okay, krass. it's so warm. I'm a bit of a shelter bug. I like to pack an excess of shelter because I don't know about you, but having a good night's sleep and being well rested makes the chores Habe ich so auch noch nie gesehen. Also, keine Ahnung. Ich habe halt einfach Isomatte Schlafsack drauf, so. Aber so rum? Okay. of survival so much easier. I don't know if you've ever had to spend an hour collecting firewood while all you had is 2 hours of Er hat auf jeden Fall hier ein Zelt, was so aussieht, als hätte es kein, oder hier vorne, als hätte es nicht dieses klassische Innenzelt, Außenzelt mit Moskitonetz. Das heißt, die Frage, ob er shitty Kondenswasserprobleme sleep, drin but hat. it's soul Obwohl, es ist doch so ein bisschen hier an der Seite. Ich erkenne es nicht so richtig. Aber hier oben ist wieder dicht. destroying work and sucks a fat dick. Cozy as hell, bros. Worth the weight in bulk. All of this shelter gear fits inside the respective compression sacks, but stuffing it all into the compression sacks is a real hassle. So what I'll often do is, because I'm a lazy guy, What? I like to roll up the entire thing. The rain fly, the tent, the sleeping bag, the blanket, the foil What the fuck? mat, roll that all up into one big bundle and compress it between the space between my back and my Nee. backpack. Scheiße, das habe ich auch noch nie gesehen. Sorry, dass ich jetzt lache. Aber what the fuck? Der hat jetzt einfach alles zusammengeknüllt, inklusive seinem Schlafsack, dieser Isomatte, der Decke, dem Zelt, rollt das einfach zu so einem Klumpen zusammen und packt sich das unter den Rucksack? Und wenn das Ding nass ist? Oder wenn es regnet? Easy to unpack, easy to set up, easy to pack. Simple. Now onto the pocket kit. Also, der Kollege ist auf jeden Fall wild unterwegs. Let's have a Krass. gander. Also, meine ich jetzt gar nicht negativ so. Ich finde es spannend, einfach mal andere Sachen zu sehen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich stelle mir halt vor, dass das einige Nachteile hat und einfach nicht so geil ist. Also, auch wenn das lag ja auf dem Boden am nächsten Morgen, das ist ja alles nass und so, dann haust dir das da an den Rücken ran. On the front lines of my pocket kit, I carry a pencil sharpener, which is a tool I use very frequently. I use it to collect big bundles of fine wood shavings from the inside of twigs. It's one of those Das ist halt so ein Punkt, ja, ist wieder ganz witzig, aber du kannst halt auch einfach Feather-Sticks machen oder feine Späne, wie gesagt, nach und nach abschaben mit dem Messer. So, da brauchst du nicht irgendwie so einen little Anspitzer. things that makes fire making in wet weather much easier. A silver compass, which has never let me down. I've been through quite a few compasses in my time, but silver really do make the best, in my opinion. A small bundle of paracord, and while it might not be enough on its own to make a primitive shelter, but if you utilize the inner strands of the paracord, then you have more than enough for shelter building, snare traps, fishing line, just enough to get you by. A small waterproof bag full of stormproof matches and ordinary matches with their respective strikers. I don't often use matches to make fires, but it's good to have that insurance policy. Sometimes lighting with fire stills is such a tedious task that occasionally makes you want to punch a tree right in the face. Right here is 30 meters of fishing line.
Fishing line is pretty underrated and often never sees the light of day in survival kits, but it's strong enough for shelter building and simple snares. It's very valuable to have in my opinion. I carry a small med kit too, because it's better to be safe than sorry, right? I just carry the basics, some paracetamol, some antibiotics in the form of oxytetracycline. Nothing too fancy here, very basic first aid kit. But any wounds and lacerations in the wild are pretty much Antiseptik? Das ist einfach nur Desinfektionszeug? Guaranteed to get infected unless you treat it. So I do carry a few antiseptic wipes to treat any open wounds that I suffer during my ventures. Some duct tape, which is primarily used as a plaster for patching up said wounds or lacerations, but it does often mean that I have to rip off the scab when I get home. But hey, that's fine. At least I could do it in a sanitary environment. But I chose duct tape over ordinary band-aids because of the versatility that duct tape provides via making material, cordage, shelter repair, good stuff. Tin foil. If you've watched my survival tip videos, then you'll know all about the versatility of a little tin foil. So I won't bore my die-hard subscribers by going into detail about them again, but just a quick recap for those of you that don't know. It's an emergency container, cookware cleaner, waterproof platform for a fire, makes your water boil quicker if placed over your canteen, very handy. A fire steel. It's not my primary fire steel, but it's just an... Ich finde es halt immer so, auch so ein Punkt, weil ich es gerade sehe. Er hat jetzt hier noch ein Feuerzeug drin, er hat hier einen Feuerstahl drin, er hat hier mehrere Streichhölzer drin und er hat nochmal einen Feuerstahl in seinem Messerding drin. Das ist halt, wo ich mir sage, so, muss ich denn jetzt 4 Sachen mitnehmen, um Feuer anzumachen? So, an emergency backup. It throws a good load of sparks. There's not much to say about that. Water purification tablets. You may be thinking, why carry water purification tablets if you don't have a container? Well, I'll get to that now. I carry a plastic sandwich bag to be used as an emergency water bladder in conjunction with the water purification das wird schon wieder cool. Ja. tablets. Very Ich habe auch gesehen, man kann auch ein Kondom zum Beispiel nehmen oder so, aber dem würde ich jetzt mehr useful trauen. piece of gear considering how much little weight and space it takes up. Gotta have them backups, yo. Ist er da mit einer Socke gerade im Wasser? Especially when it comes to something as important as a water container. I personally recommend carrying 3 methods of making fire, and so do many other survivalists, and I practice what I preach. So to go along with the matches and fire steel, I carry an ordinary cigarette lighter. An emergency signal whistle, pretty loud. It actually came in quite handy very recently when I lost my buddy in the woods, as you do. Now this is the blade I've broken off of a multi-tool, and Das ist halt zum Beispiel, das würde ich jetzt, keine Ahnung, da würde doch jetzt locker ein kleines Neckknife in die Box reinpassen. Da würde ich doch jetzt nicht nur eine Klinge mitnehmen. while it can't do much, it's enough to cut cordage, shave off birch bark or cut off cedar bark. It's enough for the fine chores of survival. And finally, I just have a couple fish hooks. And all of this Ja, okay, finde ich auch cool. Ich finde es ein bisschen wenig, nur 2 Stück. fits nice and snugly into my pocket. Pretty nifty stuff, right? Now on to the not so essential pieces of gear. If I do have forewarning of a scenario whereby I would be subject to living in the wilderness for an indefinite amount of time, the proverbial shit hitting the fan, then I'll add a few more gadgets to my kit, more so aimed at sustainable living. Let's start off with the Noch ein Kompass. big box of goodies. Just a little more paracord, a spare compass, just for having that second point of reference. As if you're disorientated and panicking while you're lost. Sometimes you can't trust just one compass reading. You start to think, oh, what if it's wrong? What if it's broken? So having that secondary compass gives you a peace of mind. A pocket fishing kit, which originally came from a BCB pocket fishing kit, but I trimmed the fat. Hooks, line, lure, simple. Now this is a full-size rat trap for laying out. Also das mit einer Falle, wenn du wirklich an eine Survival-Situation denkst oder sowas, so eine Falle ist, ja, gar nicht schlecht eigentlich, ne? Side of people's tents in the morning if they piss you off the night before. I added a small length of paracord to it, so zweimal Kompass macht Sinn, allein schon für den Abgleich. Ja, da geh ich auch mit, alles gut. So. Aber ich sag halt so, 4 Sachen, um Feuer zu machen, finde ich halt ein bisschen viel. Also, ne, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, man hat irgendwie einen Feuerstahl mit und ein Backup-Feuerzeug, ja. Oder ein Backup-Streichhölzer oder so, aber 4 Sachen finde ich halt einfach too much und ich sehe hier schon wieder Streichhölzer drin. Das ist einfach schon die 5. Sache, mit der er jetzt Feuer macht, wenn er draußen ist. Das finde ich jetzt einfach ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen Quatsch. Aber ist auch, kann ja jeder machen, wie I er will. could tie the trap to a tree. Bam. More stormproof matches and the respective striker. An itty-bitty fire steel. Na, noch ein, das ist die 6. Weil das hat er doch auch mit
in seinem normalen Kit, weil das andere immer dabei hat, oder nicht? Making use of the fire steel that I broke during the Bear Grylls fire steel torture test. Nothing goes to waste out here. And a tiny striker, which is just a broken off piece of a hacksaw blade. More paracord in tactical scary black. Another sandwich bag to be used as an emergency canteen. This bag right here can safely hold 2 liters of water, so I consider it to be incredibly valuable. And a straw to make drinking out of a bag much easier. More water purification. Das sind wieder so Sachen, einen Strohhalm, um dann besser aus diesem Beutel trinken zu können. Ich weiß nicht, das will ich. Also wisst ihr, was ich damit meine? So, das ist. Der Punkt ist immer so, ich bin eher ein Freund davon zu sagen, ich suche mir halt lieber irgendwie 5 ganz klare Dinge raus, die für mich irgendwie Sinn ergeben, anstatt so 1000 Sachen, wo so, ja, hier, das ist ja cool, und hier, und dann machen wir noch einen Strohhalm, da können wir außer da trinken und so. Tablets. Now right here we have some pre-made brass wire snares, which have somehow gotten tangled up, like goddamn headphone wires. There we go. Simple, effective. A little bundle of snare Okay, krass. wire that's yet to be made into snares, but also serves as cordage and static fishing line. Very handy piece of equipment. And finally, another full-size rat trap, just in case 2 people piss you off during a camping trip. Inside this aluminium mess tin contains what I consider little luxuries. What we have here is a little flashlight, which is charged and operated via a crank. I personally hate using battery-powered electronics out in the wild, so I favour the renewable sources of. Ja, finde ich ganz witzig mit diesem Kurbeln so aus einer Survival-Situation. Also was heißt aus einer Survival-Situation? So mit diesem Ansatz zu sagen, so ich bin nicht darauf angewiesen, wenn die Batterien alle sind. Ich hätte Angst, dass ich das Ding sofort kaputt mache, wenn ich da 3 Mal dran drehe. Energy. I also have a crank-powered AM/FM radio, which has the capability of being charged also by a solar panel. Sometimes having these little distractions makes you feel right at home. This is my Hygiene Kit. More of a thing I pack on recreational camping trips, but hey, I don't know about you, but after 30 minutes of being out in the woodland, my fingernails end up being host to half the goddamn forest floor. Can't be eating with grubby fingernails like that, unless you like parasites and diarrhea. A signal mirror, tweezers for splinters, nail clippers, basic stuff. Inside this little pot, Hauptsache 19 Sachen zum Feuer machen, aber nicht ein Kondom dabei. Völlig am Leben vorbei, der Typ. Lol. Das war ein Kommentar, den ich vorgelesen habe. I have a variety of morale boosters. A bag of sugar, a bag of coffee, another bag of coffee, another bag of ich glaube, die große Frage, die sich halt stellt, wofür ist dieses Kit gedacht? Also das, was er uns da jetzt gerade alles zeigt. Was ist die Idee dahinter? Geht er damit jetzt raus, Bushcraft, und macht ein Wochenende so und pennt draußen? Oder, weil dann finde ich, ist gefühlt die Hälfte davon irgendwie Bullshit, so? Oder müsste irgendwie in einer anderen Kombi stehen? Ist es ein Bug-Out-Bag? Weil, ich sag mal so, ein Survival-Kit ist es ja jetzt auch nicht mehr in der Größe. Also ein Survival-Kit wäre für mich quasi ein Backup-Kit, was ich einfach immer in der Hosentasche dabei habe, weil jetzt ich unterwegs bin, meinen Rucksack verliere, whatever, dass ich irgendwie noch klarkomme. So. Aber das, was ich jetzt hier gerade sehe, verstehe ich nicht so ganz. Wofür ist das gedacht? In welche Situation soll das zum Einsatz kommen? Hat er das jetzt dabei, wenn er wandern geht und ist als Backup gedacht? Oder, ja. Meint er nicht eben, mit dem Radio und so fühlt man sich wie zu Hause? Ich will mich ja nicht wie zu Hause fühlen, wenn ich draußen bin. Sugar and a bag of salt. The sugar and the salt also serves as an oral rehydration therapy kit to replace electrolytes that are lost during periods of dehydration. Little lifesavers right there. I carry about 1,022 air rifle pellets. I don't have the rifle with me today because I couldn't be bothered to lug that around. Some people don't like pointed pellets. I personally do. Not a fan of hollow points, but that's not relevant. Inside this big old... Gut, also wenn er jetzt hier 1000 Schuss Munition dabei hat und dieses Gewehr noch, dann ist das ja nicht, ich hab das mal als Backup irgendwo. Das klingt ja eher nach einem Bug-Out-Bag oder sowas. Sock, we have my 3 days worth of emergency food, which comes in the form of good old peanut bar. One of these jars contains 2,300 calories, which is the daily recommended intake for an average male. Pretty much a day's worth of food in such a... Hat er da jetzt Erdnussbutter drin oder was selbstgemachtes? Small jar. Lots of protein, lots of fat, good stuff. Combine that with whatever you can forage and it's GG, well played, Mother Nature. And this is what everything looks like when they're in their neat little containers. Doesn't really seem like much, does it? Consider... Ach so, okay, das war jetzt ja alles in dieser Box drin. Hier war sein komisches Essen drin in dieser Socke da.
and I don't really need half of it, the pocket kit and the day kit are more than enough for me. So that's the gear I use. In the description I'll add a list of all the... Aber wofür used? Wisst ihr, was ich meine? Weil er hat jetzt auch das Zelt und Schlafsack und so weiter. Das klingt halt für mich schon so, ey, ich gehe jetzt irgendwie raus und mache irgendwie einen Overnighter, ein Bushcraft-Ding. Aber wenn er jetzt 3 Tage lang draußen ist Bushcraften, dann fängt er sich dann Ratten mit der Falle und isst die mit Erdnussbutter oder wie? Gear that I use, the brand, the retailer from which I purchased it from. If you feel like I've missed anything out or have any questions, then let me know and I'll hit you up with a reply. Peace out, fellas. Thanks for watching. Ja, auf jeden Fall trotzdem spannendes Video. Also, Bin ich jetzt gelandet? Deine Marketingkosten. Auf jeden Fall spannendes Video. Ja, schaut gern bei ihm vorbei. Ich finde es immer ganz cool, mal einfach andere Ansätze zu sehen, was so Leute dabei haben. All you hear is